Kennen Sie diese Geschichte hier von Violetta? Die hübsche Violetta, die lernt erstmal auf einer Party in Paris einen jungen Mann kennen, Alfred heißt er. Dann bekommt sie einen Schwächeanfall. Alfred verliebt sich daraufhin in Violetta. Und viele sagen jetzt, klar kenne ich das. La Traviata, das ist doch die berühmte Oper. So, für viele der Inbegriff der Hochkultur. Andere, ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, sagen, Oper, das ist immer so tragend, das ist immer so schwer. Oper ist nur was für alte Leute. Schade eigentlich, sagt Eleonore Marguer, die gleich live bei uns ist. Und das ist jetzt interessant. Viele von Ihnen werden sagen, die ist heute Nachmittag da. Für viele ist Eleonore Marguer wirklich ein Megastar und viele Jüngere kennen sie gar nicht. Sie ist Opernsängerin, Sopranistin, spielt zurzeit an der Oper in Dortmund. Und für sie ist Oper überhaupt nicht muffig. Eleonore Marguers Stimme ist leicht, beweglich, aber auch dramatisch. Damit gehört sie zu den beliebtesten Sängerinnen der Dortmunder Opernbühne. Als tragische Lebedame Violetta in La Traviata wird sie gefeiert, von Publikum und der Kritik. Paris, Dresden, Mailänder Scala. Es scheint immer weiter nach oben zu gehen für sie in ihrem absoluten Traumjob. Man darf Leute hauen auf der Bühne, man darf Leute küssen auf der Bühne, man darf sich auf den Boden schmeißen, mit den Beinen strampeln, schreien, manchmal auch kultiviert schreien, das nennt man dann singen. Und das ist sozusagen doch eine große Freiheit, die ich empfinde. Und ich hatte auch mal überlegt, Schauspielerin zu werden, aber hatte dann so ein Schlüsselerlebnis in einer Oper und dachte dann, wenn man beides haben kann, mit Musik und Gesang und Schauspiel, dann ist es einfach noch viel mehr, was sozusagen bis an mein Herz kommt. Mit Herz und Leidenschaft gibt sie immer ihr Bestes und will auch möglichst viele Menschen für die Oper begeistern. Mit ihrer wichtigsten Botschaft. Die Oper ist nichts Abgehobenes, sondern spielt immer im Leben. Dafür nutzt sie moderne Medien wie Facebook, YouTube und Twitter. Auch der WDR-Dreh wird sofort getwittert. Klar, echt cool. Was Eleonore Marguer sonst noch so zwitschert und weshalb sie gerade ein jüngeres Publikum über die sozialen Kanäle ansprechen will, das erklärt sie uns am besten selbst. Herzlich willkommen. Eleonore Marguer, haben Sie Ihren Besuch heute bei uns auch schon getwittert oder auf Facebook? Selbstverständlich. Ehrlich? Ja. Ach schön, da freuen wir uns. Was war das für ein Schlüsselerlebnis, von dem Sie gerade angerissen haben? Ja, ich war mit 18 in Carmen im Nationaltheater Mannheim. Die Oper schlechthin. Es war nicht meine Rolle, die ich darin singe. Ich singe darin eher die Michaela, also die Sopranpartie. Aber für mich war es einfach der Moment zu sagen, es ist Schauspiel dabei, es ist die Musik dabei, es geht direkt an meinen Bauch. Also ich krieg's einfach sofort durch das Orchester, durch den Klang. Einfach ein totales Dolby-Surround-Erlebnis. Und dachte dann, wenn ich was machen will auf der Bühne, dann mit Musik. Okay, und dann Oper. Es gibt Leute, die denken bei Oper, das ist was für Kulturheinis. Das ist hoch. Haben die recht? Die haben vielleicht recht, aber ich finde eigentlich nicht, weil ich eben finde, wenn man in so einem Opernsaal drin sitzt, dann ist man dem Erlebnis unmittelbar ausgeliefert. Also man kann jetzt nicht rausgehen, man kann nicht wegzappen. Okay, man kann, wie im Kino, geht man aufs Klo. Das ist da alles erstmal schwierig. Das heißt, man lässt sich total drauf ein. Und man hat diesen Live-Moment. Man hat keine Verstärkung, hat die direkten Stimmen. Das ist was... Sie haben doch so ein Mikro, oder? Nee. Nicht? Das ist alles echt. Ja? Ja, echt ja, aber... Nee, da gibt es keinerlei Verstärkung. Das heißt, Sie haben auch keine Verfälschung durch irgendeinen Lautsprecher oder eine MP3-Konvertierung. Nein, das ist alles direkt so, wie es ist, geht's an Ihr Ohr ran. Alles unplugged. Unplugged, genau. Sozusagen. Warum, trotzdem glauben Sie, haben viele Berührungsängste mit der Oper? Also ich glaube, ein Thema ist natürlich für vieles, dauert relativ lange. Also die meisten Opern haben 3 Stunden gerne mal dabei. Also Traviata ist ein bisschen kürzere, der ist mir schon in 2,5 Stunden tot. Aber ich vergleiche es immer so ein bisschen gern damit, wenn man ins Kino geht und schaut sich Harry Potter die Teile an oder geht in Star Wars Teil 7. Ich glaube 2 Stunden 20. Spielzeit ist auch nicht kürzer.
Ich glaube, es geht darum, dass man einfach in die Geschichte reingerät. Und in dem Moment, wo man sich wirklich darauf einlässt und auch der Geschichte folgen kann, gehen auch 3 Stunden schnell um. Aber es ist ja eben genau die Geschichte. Viele sagen, ich verstehe nicht, was sie da singen, weil da wird ja nicht Deutsch gesungen selten, sondern das ist dann irgendeine Sprache. Ich kann gar nicht sozusagen dem Text folgen. Und viele haben auch Angst, weil sie denken, ich weiß nicht, worum es da geht. Wer ist da wer, wie, wo, was? Und denken dann, okay, wenn ich es nicht kenne, dann möchte ich es auch nicht sehen und hören. Ja, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die Handlungen so kompliziert sind. Ich meine, die Oper hat völlig universelle Themen. Es geht um Liebe, es geht um Hass, es geht um Tod, es geht ums Sterben oder eben auch um die unsterbliche Liebe, die man in der Oper findet. Es ist halt alles sehr komprimiert. Man hat wirklich in 3 Stunden findet das ganze Leben statt. Und ich weiß nicht, was man daran nicht verstehen können soll. Sollte ich mich vorher informieren darüber, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich verschenke Karten für jemanden und der so weiß dann, er geht in die und die Oper. Vorher sich mal durchlesen, was so in etwa... Also das schadet auf jeden Fall nicht. Okay. Wie soll ich sagen, ich denke, die Handlung, der kann man auf jeden Fall auch folgen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Einführung vorher besucht hat oder sich 2 Seiten Libretto durchgelesen hat. Ja. Aber ich glaube, man hat einen gewissen Gewinn dabei. Man findet vielleicht raus, zum Beispiel La Traviata, das wurde dann zu einer bestimmten Zeit gespielt. Das war damals ein Riesenskandal, weil noch nie jemand was geschrieben hat mit der Prostituierten auf der Bühne. 1830 in Paris. Und genau, also das ist sozusagen schon was, wo man sagt... das bringt einen Mehrwert. Aber ich glaube trotzdem, wenn man drin sitzt und man hört das Vorspiel vom Orchester, die Geigen, die aus dem Nichts kommen, dann ist man drin. Und das hat nichts damit zu tun, ob man es gelesen hat. Wie sind Sie eigentlich mit 18 damals dann in Mannheim? Wie sind Sie in die Oper? Sie haben ja da, wenn ich es richtig verstanden habe, zugeguckt nur. Ja, genau. Also meine Mutter kommt vom Schauspiel, ist Schauspielerin gewesen und hat mich daran geführt. Sie arbeitet damals dann auf der anderen Seite der Bühne. Und da hatte ich dann auch Gelegenheit, ein Praktikum zu machen in Mannheim am Theater. Und da war also direkt nach dem Abitur. Und da war es für mich dann um mich geschehen. Da wollte ich hin. Und wieso wollen Sie jetzt versuchen, jüngere Leute in die Oper zu locken? Kommen die Alten nicht mehr? Nee, das stimmt nicht. Die kommen weiterhin. Also ich denke, es ist eher eine Frage der Durchmischung. Also wenn man jetzt sozusagen nur ein altes Publikum hat, ist es schwierig. Wenn man nur ein junges Publikum hat, ist es auch genauso schwierig. Ich sehe es, also ich trete relativ häufig auch im Ausland auf, in England oder in Frankreich. Und dort habe ich es gemerkt, gibt es schon lange ein Programm, dass Generalproben immer für Schulklassen geöffnet werden oder extra Nachmittagsvorstellungen während der Schulzeit stattfinden. Ja. Und dort hat eine Verjüngung stattgefunden. Habe ich wirklich erlebt. Auch Traviata war ein ganz junges Haus, frei verkauft in der Stadt wie Tours. Die hat 300.000 Einwohner und war voll, ausverkauft. Echt? Ja. Auch mit Jüngeren? Ja. Das versucht ja zum Beispiel die Philharmonie immer donnerstags mit diesen kostenlosen Proben, wo man einfach rein kann. Ja. Und hat das auch dadurch geschafft, sehr viel mehr Jüngere in die Philharmonie einfach jetzt mal zu locken? Also ich denke, auf jeden Fall ist es der Punkt, man muss am besten schon so jung wie möglich die Leute oder die heranführen. Denn natürlich, wenn man es nicht kennt und dann mit 30 das erste Mal drüber nachdenkt, oh, die machen so, dann, genau, dann ja, ist natürlich der Respekt erstmal davor. Und man denkt, ach, gehe ich doch lieber vielleicht ins Musical, da kenne ich schon vielleicht was. Da kenne ich auch die Geschichte meistens, oder kann sie zumindest verstehen. Ja, aber auch, wie gesagt, die Operngeschichten sind nicht komplizierter. Okay. Und die gehen direkt an den Bauch auch. Und wie gesagt, sie sind mitten dabei, es ist live. Wenn was schief geht, kriegen sie es mit. Geht viel schief? Soll ich das jetzt verraten? Ist schon mal was richtig Dickes Ihnen passiert? Na, ich habe eher Sachen erlebt. Also neben mir ist mal eine Wand umgefallen. Und okay. Oh Gott. Ich dachte, sie hat mich nicht erwischt. Aber dann sang ich meine Arie. Ja. Das war in der Komischen Oper in Berlin. Und neben mir kamen 2 Techniker raus mit so 2 schönen Spacks-Schraubern. Genau, das wäre nicht gesungen haben. Ich dachte wirklich, ich falle es gleich tot um. Während Sie gesungen haben? Ja, während ich gesungen habe. Es gab dann noch einen Szenenapplaus für die Techniker. Natürlich. Leider. Aber das war modernes so. Theater. Aber wie gesagt, also das Publikum hat gefeiert wie sonst was. Das ist halt was, das kriegen sie im Kino nicht geboten und ja, im Fernsehen ist ja auch mal alles perfekt, oder? Das war aber nicht 1. April zufällig, oder? Nein. An dem Tag. Nein, war es nicht. Nee, bei uns ist eigentlich immer, bei uns geht nie was schief. Nee, das dachte ich mir. Nein, das ist ja auch ganz aber improvisieren lernt man auch bei der Bühne. Wenn was schief geht, wenn mal irgendwie einen Einsatz verpasst, muss man denken, okay, was mache ich jetzt? Oder tritt nicht auf. Das geht doch gar nicht. Das Orchester spielt, dann können Sie ja nicht... Ja, es gibt einen Dirigenten, der gibt einen dann hoffentlich wieder einen Einsatz und dann findet man schon wieder rein. Und wenn man einen Text mal vergisst... Der Witz ist, viele merken es wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ja mal Theater gespielt, auch ein bisschen kulturell Jedermann. Und der Hauptdarsteller hat original nach einer Viertelstunde noch mal da angefangen, wo er eine Viertelstunde vorher schon war. Er hat also einen Text, einen Monolog, der fast 15 Minuten dauerte, einfach 2-mal hintereinander vorgetragen. Das war ein Riesenfehler von ihm. Er hat einfach
war drin und war drin nicht dabei. und ist noch mal so. Hinterher haben alle gesagt, ich fand das super, dass der da diesen Text dann noch mal das war super. Da haben alle gedacht, das sollte so sein. Ja. Sollte aber nicht so sein. Sie nutzen eben auch die sozialen Medien, um das jüngere Publikum zu erreichen. Und dann ist Eleonore schon mal ganz gern als Fußballreporterin unterwegs. Die Oper sozusagen als sportliches Event. Opernliga nennt sich das im Netz und sieht so aus. Schauen Sie mal. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg und werde mal die Spieler befragen, die heute Abend ihr Match bestreiten. Hier nochmal die Teamaufstellung als Ganzes. Da wollen wir doch gleich nochmal den Trainer zu befragen. Ja, also Herr Herzog, ich muss sagen, Trainerleistung absolut gerechtfertigt. Wie waren Sie heute so mit der Mannschaft zufrieden? Ja, Sie kennen ja den Spruch, irgendwie nach dem Spiel will man eigentlich gleich alle Leute rausschmeißen. Am nächsten Tag nur noch 5. 3 Tage später sagt man sich, naja, vielleicht müssen wir nur einen rausschmeißen. Und bei der nächsten Vorstellung lässt man sie alle wieder drin. Das Spiel heute, wie war's? Ja, aber wie Verlängerung, würde ich Ordentlich was sagen. auf die Fresse gekriegt, oder? Würde ich sagen, und das ist rot. Das ist wirklich rot. Das ist auf jeden Fall rot. Was würden Sie dazu sagen? Wir haben Sie am Spielfeldrand gesehen. Also ich hatte das Gefühl, Sie waren eigentlich kurz vor der Explosion. Was kann man da machen? Also wie sehen Sie die Situation? Ich habe mir vorgenommen, über Schiedsrichter und Kritiker überhaupt nicht mehr zu reden. Ich meine, da ist man immer vor der Explosion, aber was hilft? Kann man nichts machen, Spiel ist Spiel und dann Augen zu und durch. Tor in Dortmund, Tor in Dortmund. Genau. Ich gebe auch zu, dass Dortmund hat mich dazu auch durchaus angeleitet, weil ich dachte, Der BVB hat Sie inspiriert. in Dortmund muss man über Fußball reden, aber geht auch mit anderen Sportarten. Wie kommt sowas an beim Publikum? So was wie Opernliga im Internet, wie Wie soll ich sagen, der Verbreitungsgrad ist durchaus noch nach oben offen, aber... jetzt haben es Millionen gesehen. Ja, natürlich, das stimmt. Ich finde es einfach, also ich habe auch von älteren Publikum, also ich will ja auch nicht sagen sozusagen, ich möchte, dass die Älteren genauso weiterkommen, Ja, ja. aber ich hoffe einfach, dass die Angst sinkt, die Schwelle zu überschreiten in ein Opernhaus. Ja. Wenn ich jetzt Freunden einen Gutschein schenken würde, Kino oder Oper, kann ich mir vorstellen, viele gehen, ja komm, lass uns ins Kino gehen, das ist alles einfach. 3 Argumente für die Oper. Es ist live. Sie kriegen 120 Leute, die nur für Sie musizieren, auf Ihrem Platz. Sie kriegen eine Geschichte garantiert mit Leidenschaft, mit voller Inbrunst vorgetragen. Vielleicht ist es auch noch lustig. Und wenn was schief geht, waren Sie live dabei. Und dieses einmalige Erlebnis kann Ihnen niemand nehmen. Oh Gott, jetzt hoffen alle, dass was schief geht. Das wollen wir ja nur auch nicht. Wenn es schön ist. Ja. Ganz kurz noch, welche Oper würden Sie uns empfehlen, die wirklich, wo Sie sagen, das ist auch echt für Jüngere geeignet, da kann man nichts... Also ich würde sagen, wenn wir Altersgruppe ab 15 bis 30 auf jeden Fall zum Beispiel La Traviata, La Bohème, also viele Puccini-Opern sind auch sofort was, wo man nicht darüber nachdenken muss, lässt man sich einfach einhüllen. Für die noch Jüngere würde ich sagen Zauberflöte, Hänsel und Gretel, ist man auch Sehr schöne Oper sofort dabei. Das wären so meine schnellsten Empfehlungen. Top 4. Genau. Eleonore Marguer, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ab heute alle in die Oper, bitte, ja? Aber nach dem Fernsehen erst. Aber es kommt erst ab 7:30. Ach so. Da sind Sie ja schon Bett. fertig. Ja, fertig auch. Vielen Dank. Vielen Dank.